meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Price Rangers. An meiner Seite, wie immer, mein treuer Gefährte, Ranger Paul. An meiner Seite, wie immer, Ranger Michi. Was testen wir heute? Heute testen wir eine Akustikgitarre. Es handelt sich hier um die Epiphone Artist Hummingbird in der sehr attraktiven Farbe Honeyburst. Für einen Preis von 149 €. Ranger Paul, weißt du, aus welchen Hölzern die Gitarre gemacht ist? Die Decke ist aus Fichte, Hals und Korpus aus Mahagoni. Das Griffbrett ist aus Palisander und weist wirklich sehr attraktiv gefertigte Doppeltrapezoid-Einlagen auf. Was die Gitarre nicht hat, sie hat keinen Cutaway, sie hat keine Tonabnehmer, sie hat keine Elektrik, sie hat keinen Schalter, sie hat keine Klinkenbuchse. Es ist einfach eine Dreadnought. Und was heißt Dreadnought? Dreadnought ist ein Begriff, der damals von der Gitarrenfirma Martin erstmals verwendet wurde, in Anlehnung an das britische Kriegsschiff HMS Dreadnought. Jetzt klar? Ist klar. Riesenbody, Ja. Kriegsschiff, riesig. Laut. Laut, macht Lärm, scheppert, kracht. Ob sie wirklich so laut ist, wollen wir uns gleich mal anhören. Ranger Paul, jetzt weiß ich, wie schön sie bei mir klingt, aber wie schön klingt eigentlich dieses hübsche Instrument bei dir? Also was mir als allererstes auffällt, die Spielbarkeit so in der ersten Lage ist super. Je weiter es nach oben geht, desto schwieriger wird es und man muss ein bisschen fester drücken und sich dran gewöhnen. Außerdem geht der riesen Korpus beim Spielen ein bisschen im Weg um. So ein großes Kriegsschiff will natürlich erstmal beherrscht werden. Dafür macht Spaß, so einen lauten Ton zu haben. Je fester man anschlägt, desto mehr scheppert's. Ranger Michi kann sie mehr vertragen. Ich weiß nicht, ob die Hummingbird auch eine Strumming Bird ist. Natürlich nimmt das Saitenschnarren mit größerer Anschlagsintensität zu, man macht aber am Lagerfeuer damit auch eine echt gute Figur. Nicht nur laut sein, sondern auch gut aussehen, bei Licht und in der Dunkelheit. Mit der Hummingbird durchaus möglich. Für meinen Geschmack gerne einen etwas kleineren Korpus, aber das ist wie gesagt eine Dreadnought und die gehört so. Ansonsten die Seitenlage für eine Akustikgitarre auf jeden Fall krisensicher. Akkorde steckt sie weg. Beim Picking könnte sie etwas mehr Ton hergeben, ist aber für den Einstieg auf jeden Fall okay. Und was ich persönlich erwähnen möchte, es ist wirklich ein außerordentlich hübsches Instrument. Ich will jetzt nicht Epiphone oder gerade die Hummingbird über den grünen Klee loben, aber mir gefällt sie einfach gut. Die Farbgebung ist schick, das Tortoise Pickard ist schön, wir haben hier 3 Kringelchens und diese Gitarre ist weiterhin in den Farben schwarz und vor allem in einem Flame Blue erhältlich. Schaut es euch mal im Internet an, die gibt es auch in anderen Varianten von schick. Was wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, liebe Zuschauer, ist, dass auch dieses Instrument über ein paar Mängelchen verfügt. Beispielsweise ist das Binding hier am Hals-Korpus-Übergang bzw. am Hals-Schallloch-Übergang nicht besonders perfekt ausgeführt. Und was mich schon stört und wahrscheinlich auch Ranger Paul stört, Oh ja. ist, dass leider auch hier die Mechaniken aus dem Korpus rausschauen. Also die Einschlaghülsen der Mechaniken aus dem Korpus rausschauen. So viel Zeit wäre eigentlich noch gewesen beim Zusammenbauen. Ranger Paul, was macht man denn mit solchen rausstehenden Einschlaghülsen von den Mechaniken? Ich persönlich würde davor abraten, selbst an dem Instrument rumzudoktern, sondern lieber den Weg zum Gitarrenbauer zu nehmen. Alternativ wäre möglich, das Instrument zurückzuschicken und darauf zu hoffen, dass die zweite besser ist. Die Stimmstabilität ist trotzdem gewährleistet, obschon die Einschlaghülsen der Mechaniken ein bisschen aus der Kopfplatte rausschauen. Hatten wir nicht bei allen Instrumenten bisher. Hier ist es noch in Ordnung. Von daher keine Tonne. Klarer Daumen hoch für den Goldständer.